Herzlich willkommen zurück von Essen. Mein Name ist Morten Reitzoff, ich bin der Redakteur von Enkisch TV und ich bin hier zusammen mit Tillmann von August Faller. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Tillmann Wild von Faller Packaging, einem Packmittelhersteller für Pharmaindustrie. Und wir sind in Europa vertreten mit 7 Standorten. Und davon sind 2 Packungsbeilagen-Standorte, für die ich zuständig bin. Einer in Binzen, das ist nahe der Schweizer Grenze im Dreiländereck nach Frankreich. Und der zweite Standort ist in Ungarn, in Debrecen. Das ist ziemlich im Osten von Ungarn. Wir haben hierüber gesprochen, dass wir wollen sehr positiv heute werden, ja? So, wir sollen über die Zukunft sprechen und wir wollen gerne sprechen über alle die positiven Möglichkeiten, die Druckindustrie erbieten. Genau. Wir haben es vorhin gehört von Dr. Daimel, den Vortrag, und da kommt ja schon fast eine Depression auf, wenn man die ganzen Zahlen sieht. Und es ist auch schwierig, in diesem schweren Umfeld dann momentan zu bestehen. Und ich habe gestern Abend noch einen Vortrag gesehen, da kam ein chinesisches Wort, wurde aufgedröselt, das heißt Krise. Und das sind Schriftzeichen, das Wort Krise setzt sich aus 2 Schriftzeichen zusammen. Und das erste Schriftzeichen heißt Gefahr oder Risiko und das zweite Schriftzeichen heißt Chance. Und da nehme ich lieber den zweiten Teil. Ja, jede Krise birgt auch eine Chance. Mhm. Und das haben wir immer wieder schon gesehen. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn du das sagst, weil wenn man weniger Druckereien isst, dann gibt es vielleicht nicht so viel mehr Arbeiten, aber das ist weniger Unternehmen, die selber Arbeit zum Teilen haben. Und ich glaube, mit den Automatisierungen und mit all den Möglichkeiten, mit der neuen Technologie, dann gibt es fantastische Möglichkeiten, vielleicht mehr Geld zu verdienen. Zumindest das zu erhalten, was man an Einkommen hat. Wir haben ja auch als Pharmazulieferer die Problematik, dass die Auflagen runtergehen. Das teilt sich ganz anders auf. Die Märkte von unseren Kunden teilen sich anders auf. Und deswegen haben wir immer mehr mit kleineren Auflagen zu tun. Und als Konsequenz hatten wir auch schon seit Jahren rückgängige Volumen. Und da müssen wir mit umgehen. Und da haben wir uns immer mehr darauf konzentriert. Und siehe da, kam ein Hersteller ums Eck, der auch sehr viel Automatisierung betreibt, Horizon. Und die haben uns da einen Bereich ausgefüllt, der für uns perfekt war in dem Moment. Und den haben wir immer weiter ausgebaut. Mhm. Also wir arbeiten mittlerweile an beiden Standorten mit vielen Horizon-Maschinen, unter anderem. Das ist immer noch ein Nischenbereich. Allerdings, wir haben 10 Anlagen von Horizon im Einsatz. Und da können wir uns darauf verlassen, dass wir die kleinen Auflagen hocheffizient fertigen, gerade mit der automatisierten Rüstzeit, mit dem automatisierten Rüsten. Und die kurzen Durchlaufzeiten sind für uns da wirklich hilfreich, weil die Time to Market immer größere Rollen spielen. Ich meine dasselbe wie du. Ich glaube auch, dass vielleicht einer der größeren Probleme mit diesen Veränderungen in der Industrie ist, dass es ist nicht nur in Produktion, es ist auch, wie wir verkaufen, wie wir kalkulieren, Zeit to Market, es ist die ganze Value Chain, das ist verändert in diesem Zeit. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie hat vielleicht kickstartet ein bisschen diese Veränderungen ein bisschen schneller als wir alle. Alles, das digital kann, wird digital. Und hier ist die digitale Transformation ist, dass man braucht, die richtigen Leute zu haben, man braucht die richtigen Prozesse zu haben. Und wie funktioniert das bei euch? Sie sind ein altes Unternehmen, ich glaube, es ist 140 Jahre alt oder so. Genau, Faller feiert dieses Jahr 140. Du hast nicht da 140 Jahre geworden. 140 Jahre, ja, ich nicht. Ja. Bisschen jünger. Es war nur 23, ja? Genau. Ich bin praktisch dort geboren, ja. Nee, und das ist ganz wichtig, jetzt die richtigen Mitarbeiter zu haben. Aber wo sind sie? Ja? Ich denke,
ich habe hier schon ein paar Gespräche geführt und wir fragen uns immer, da machen so viele Druckereien zu, aber wo sind die Mitarbeiter von den Druckereien? Weil wir könnten ja auch welche brauchen. Und gerade die Fachkräfte und der Fachkräftemangel schmerzt. Und somit kommt mir das natürlich auch sehr entgegen. Gerade mit der Automatisierung brauchen wir teils weniger Mitarbeiter, dann gerade diesen reportierenden Arbeiten. Und mir gefällt es auch jetzt die Neuorientierung von Horizon in Richtung Cobots. Wir setzen auch da drauf, ja, und wir setzen auch auf Ausbildung, selber Ausbildung. Und wir sagen, Ausbildung ist Zukunft. Wir gestalten unsere Zukunft und gerade die jungen Leute bringen neue Gedanken mit rein und die uns wieder neue Wege aufzeigen, auch für die zukünftige Marktbearbeitung. Ich habe gerade vorhin, als wir uns erstmal über die Diskussion unterhalten haben, ist mir eingefallen, ich habe auf dem Handy noch ein kleines Video die Woche bekommen. Geht nicht? Anderer Pfeil? Oder? Okay. Nicht so schlimm. Ich hatte es von unserem Ausbildungsleiter bekommen, der hat jetzt für unsere Ausbildungswerkstatt ein Cobot aufgestellt, damit auch die neuen Azubis, dass die dann direkt an Cobots herangeführt werden. Das macht es natürlich auch interessant, aber hilft uns natürlich, weil gerade die Jungen, die beherrschen die Programmierung teils von zu Hause, weil sie sich vielleicht beim Versandhandel schon mal so einen kleinen Cobot gekauft haben und die können die Bedienung so intuitiv. Und wenn diese jungen Leute zusammengebracht werden mit unseren Anforderungen, können sie das ganz toll entwickeln. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil jetzt die Dinge nur zu sehen, was uns momentan umtreibt, das ist Stillstand. Ja? Wir müssen dann hinten rausschauen, was kommt danach, ja? Was haben wir für Möglichkeiten. Und ich bin selber oft genug mit der Digitalisierung, auch mit der Digitalisierung unserer Produkte, die wir herstellen, beschäftigt. Ja? Aber es gibt immer wieder noch Berechtigungen und diese Berechtigungen muss man herausarbeiten, aber auch in Effizienz münden lassen, weil wenn die Pain von unseren Kunden groß ist, gerade aufgrund von Kosten, ja, darüber nachzudenken, dass man weggeht, das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir möchten ja Businessmodelle auch aufzeigen. Und das geht wiederum über gute Automatisierung, einfach auch digitale Supply Chain, ganz dichte Verzahnung mit den Kunden. Und das funktioniert nur, wenn wir auch die richtige Flexibilität haben. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir auch Horizon mit reingenommen haben, weil wir haben eigentlich einen sehr starken Maschinenherstellermarkt genau für unsere Produkte. Die sind da gesetzt und die haben alle ihre Berechtigungen, auch in Zukunft ihre Berechtigungen, genauso wie Horizon. Und da müssen wir einfach uns diversifizieren und dann die Möglichkeit schaffen, das weiter auszubauen. Und deswegen ist dieser Handshake zwischen den Systemen auch ganz wichtig, auch in Zukunft. Ja? Weil wir hatten es ja auch vorhin mal gehört, dass diese Offenheit zu Wettbewerb, ja, die muss auch entsprechend da sein, weil wir haben ganz andere Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Ich glaube, dass alles, was du sagst, ist richtig. Aber ich glaube auch, wie ich vorher gesagt habe, das ist nicht nur in Produktion die Probleme, es ist in dem ganzen Unternehmen. So, wenn die Kunden sie brauchen weniger Auflage, weil sie haben mehrere Versionen. Sie brauchen eine kurze Lieferzeit, weil man muss nicht zu viel am Stock haben. So alle diese Prozesse ist Teil von der digitalen Transformation. Genau. So es kommt von, dass man kann nicht, Sie kennen diesem englische Wort Customer Acquisition Cost. Right? Und ich glaube, dass wenn man eine normale oder Verkaufsorganisation haben, dann ist der Kost pro Kunde zu hoch. So, man muss auch automatisieren, wenn es kommt wie man verkaufen und welche Kontrakte man macht mit den Kunden. Und deshalb muss alles so automatisiert werden, von Kundenkontakt bis zum Lieferung. Absolut richtig. Also damit diese enge Bindung aufgebaut werden kann, dafür müssen wir erstmal verstehen, was unsere Kunden für Prozesse haben. Wir müssen da natürlich auch Chancen dort aufzeigen, nicht nur unsere eigenen sehen, sondern genau dort dann auch ansetzen.
Und da geht es über Vendor Managed Inventory, zum Beispiel, dass wir die richtigen Verfügbarkeiten zum richtigen Zeitpunkt haben, ja, und dass wir auch diese Dispositionen besser kennenlernen bei unseren Kunden und dass wir über diese Kenntnis, die wir haben, weil wir haben einen breiten Blick auf alle Kunden, da können wir auch unsere Schlussfolgerungen draus ziehen, dass wir oft ganz genau wissen, was als nächstes kommt und da können wir auch antriggern. Wir müssen proaktiv da umgehen und dass dann der Mehrwert verstanden wird aus Kundensicht. Alles andere bringt uns, wenn es uns gefällt, weil das ist ja auch oft so in der Druckindustrie, wir sind ja technikaffin, technikbegeistert und wir können jubeln, was wir da für eine tolle Druckmaschine aufgestellt haben und was wir für eine tolle Verarbeitungsmaschine aufgestellt haben. Aber kein Kunde kauft wegen einer tollen Druckmaschine oder einer tollen Falzmaschine bei uns. Nee, die brauchen einfach ihre Problemlöser. Und umso tiefer wir reingehen können und die Probleme unseres Kunden lösen, umso besser sind wir aufgestellt. In deiner Unternehmen, wie ist die Zusammenarbeit mit Kunden? Ich frage, weil ich habe gehört auch von Verpackungsindustrie, dass von Zeit zu Zeit man haben diesem Procurement Leute, die nicht, die sehen nur Lieferzeit und Preis und heute haben die Milieu- und Sustainability Agenda, dann gibt es ganz schwer für Verpackungen, Druckereien zu sprechen mit den kreativen Leuten, weil es vielleicht teuer ist. Ist das etwas, das Sie sehen auch mit der August Wahler, oder? Selbstverständlich. Also es ist ja immer, über welche Kanäle sind wir beim Kunden. Also da hat auch jeder seine Verantwortung bei unseren Kunden und das ist auch nachvollziehbar, dass ein Einkäufer, der geht über Preis, ja. Und da gibt es natürlich auch, das hängt auch immer von den Strukturen bei unseren Kunden ab, wie sind diese einzelnen Stelleninhaber auch vernetzt nach intern und welchen Einfluss haben die dann auch auf die eigene Supply Chain, interne Supply Chain, dass sie hier positive Effekte sehen. Wenn dann natürlich nur ein Einkaufspreis seine Bonuszahlung ausmacht, dann wird es natürlich schwierig. Deswegen muss man auf verschiedenen Kanälen mit den Entwicklern, mit den verantwortlichen Herstellerleitern natürlich im Kontakt sein. Das ist möglich heute? Das ist zunehmend möglich, weil ja darüber auch positive Effekte intern bei unseren Kunden erzielt werden. Ja? Und das ist eine Arbeit, wo wir stärker auch gefragt sind, ja? Und auch beraten, aber wir müssen permanent auch aufklären, auch unsere Sichtweisen natürlich auch darstellen und hier auch zu erkennen zu geben, was haben wir dann im Portfolio. Ja? Ich habe auch hierüber gedeckt, weil ich glaube, dass wir haben vorher, wir startet hier am Bühne, haben wir gesprochen, dass vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass man eine profitable Möglichkeit, dass man weniger Auflagen haben, weil ich glaube, dass ganz viele Kunden sehen, das kann ich nicht so viel kaufen, aber ein bisschen höher pro Stück Preis, dann ist es profitabel für beide Druckerei und auch für die Unternehmen, die brauchen die Verpackung. Ist das etwas, das du siehst oder ist es nur eine Theorie? Also grundsätzlich ist natürlich Preis, das ist ein Gesamtpreis, den man mit betrachten muss. Es macht sicherlich was aus, wenn die Auflagen runtergehen. Deswegen ist jetzt wir müssen natürlich auch unsere Kosten decken. Selbstverständlich. Aber das ist, die niedrigen Auflagen bringen Chancen, weil sie natürlich eine ganz andere Wertschöpfung dann auch wieder beim Kunden bringen. Aber da ist der Gesamtprozess zu berücksichtigen, weil dann natürlich die Fixkostenanteile relativ groß sind. Und das funktioniert natürlich dann auch wirklich nur, wenn wir Just-in-Time liefern, wenn wirklich nichts mehr auf Lager ist und die Vernichtungskosten auch klein sind. Und es funktioniert auch gerade bei den kleinen Auflagen. Und da sind wir ja auch immer wieder bei der Automatisierung, wenn wir in kürzester Zeit mit relativ wenig Makulatur einrichten. Und gerade mit den dünnen Papieren, mit denen wir arbeiten, da waren ja bis vor ein paar Jahren die Waste-Anteile riesig. Ja? Und die konnten wir schon jetzt im Zuge der Automatisierung der Anlagen doch deutlich nach unten bringen. Ich habe beide Artikel und auch Film gemacht, wo ich gesagt habe, dass
ganz viele die Probleme in der Druckindustrie ist bei uns selbst gemacht. Weil ich glaube, dass jedenmals, dass wir mehr effektiv ist, dann haben wir niedrige Preise zum Kunden erbieten. Aber ich glaube vielleicht wenn es geht zum Stück auf 1, dann dann ist es nicht nur Variabelkosten, es ist auch, wie du gesagt hast, man haben eine Just-in-Time-Prinzip und das ist so, die Preiskalkulation muss verändern. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht so günstig, so viel über Preis zu sprechen, aber ich glaube, das ist, weil, wenn wir Automatisierung in Produktion herüber sprechen, dann ist es, weil die Kunden haben neue Demand für wie man kaufen beide per Verpackung auf kommerzielles Druck in Zukunft. Das ist absolut richtig. Also wenn wir, du hast gerade angesprochen, es ist zu viel, wenn wir über Preis sprechen. Wir dürfen eigentlich gar nicht über Preis sprechen und unsere Branche ist preisgetrieben. Wir müssen über Wert sprechen, ja, und Notwendigkeit und wir müssen den Wert erkennen in dem, was wir tun. Und was machen wir? Und das ist gerade, also ich komme selber ursprünglich aus dem Akzidenzbereich, das ist irre. Das ist irre, wie da sich jeder gegenseitig bekämpft hat. Da hat nie jemand über Wert verkauft, nur über Preis. Und dass das natürlich eine Spirale nach unten ist, ist nachvollziehbar. Und die Finanzkraft der Branche war über Jahre sehr stark und da wurde nachgeschossen und nie wirklich, und dann mit dieser entsprechenden Technikaffinität auch noch richtig mit viel Geld nachgeschossen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie lange das doch dann immer noch nachhaltig war, dass die Unternehmen durchgehalten haben. Ja? Wir haben es vorher gehört, 5.000 Unternehmen oder 4.500 sind es dann aus dem Bauch. Ja, also das ist nach wie vor viel. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie lang der Market Shakeout geht, ich sage seit 96 ging es eigentlich so richtig los. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich aus Akzidenz rausgegangen bin damals. Ja. Weil ich gesagt habe, das ist Akzidenz, das hat sich damals schon im Tiefdruck abgezeichnet. Ja. Glaubst du, ich meine, dass die Hersteller, die sagen ganz offen, dass alle Akzidentdruckereien, die muss auch Verpackung drucken. Ich erinnere von Drupe 2016, dass Heidelberg heißt, Verpackung ist der Keyword von diesem Ausstellung. Und ich glaube, dass wenn alle Druckereien Verpackung machen, dann wird es so wie commoditized, wie alles anderes. Und wird es nur Preis? Oder ist es möglich, auch diesen Werte zu sprechen, dass du hierüber sagst? Wahrscheinlich muss man es trennen, weil das Food hat wieder andere Anforderungen wie Pharma oder Kosmetik. Ja. Das sind unterschiedliche Anforderungen und da muss ich mich wirklich dann damit auseinandersetzen, was will ich denn auf dem Markt anbieten oder geht es mir nur ums pure Überleben, dass ich meine Maschinen auslaste? Da werde ich scheitern. Da werde ich mit reiner Preisauslastung scheitern, weil ich dann den Mehrwert für mich selber schon gar nicht schaffe. Und ausschließlich mit Auslastung werde ich nichts erreichen. Also ich muss ja mein Modell definieren, ich muss es herausarbeiten, weil wir haben es auch in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass auch bei uns in die Branche neue reingedrängt haben, die sich aber dann schwer getan haben, weil sie die ganzen Anforderungen, die von unseren Kunden an uns gestellt werden, gar nicht kennen. Das hat auch was natürlich mit Umfeldkosten zu tun, mit Vorbereitungen, wenn ich die nicht kenne, dann bekomme ich gar nicht den Zugang, habe aber dann schon relativ viel investiert. Deswegen muss ich mich ganz klar damit auseinandersetzen, was sind denn die Anforderungen und dann kann ich das überhaupt überstehen. Eine der Agendas für heute war, dass wir wollten gerne positiv werden. Ja? Genau. Ist es möglich, mit weniger Druckereien in Deutschland zum Beispiel wächst zu haben, also mehr Geld zu verdienen und schon eine Zukunft in beide Verpackungen, vielleicht auch in andere Segmente von der Druckindustrie? Mit reduziertem Durchsatz ja, weil es gibt Produkte, die müssen da sein. Da werden sich manche auch in Nischenbereiche dann einfinden, die durchaus ihre Berechtigung haben. Und das ist es. Und
Und das herauszuarbeiten, was ist meine Nische, ja, und nicht immer alle in die gleiche Nische reinhocken, ja. Diese Diversifizierung kann man einfach rausarbeiten, weil es gibt genügend Produkte, die nach wie vor da sind. Allerdings, ja, wird für weniger, es wird schon für weniger, aber für mehr Spezialisten. Mhm. Und die Spezialisten kann immer mehr Geld verdienen, weil es ist spezialisiert. Genau, weil es spezialisiert ist Ja. und nicht, weil es ein Gemischtwarenladen ist, ja. Ja. Und Und welche Unternehmen sind Sie? Sind Sie beide oder beide Spezialisten und Commodity oder? Wir sind absolute Spezialisten. Okay. Absolut. Und Sie verdienen so viel Geld. Moving Healthcare, Moving You. Also wir haben wirklich auch eine Identifikation und das ist auch ganz wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen. Und auch wir haben mit diesen Preiskämpfen zu tun und das ist auch gar keine Frage. Und da ist natürlich auch Geschwindigkeit gefragt. Und das ist wirklich eine harte Herausforderung und das treibt ja jeden um. Ja? Und wie das dann in einem Jahr ausschaut, das weiß natürlich jetzt momentan noch keiner genau. Aber ich glaube, man muss eine Vision haben, an der man festhält und an der man dann auch weiterarbeitet. Und dann sind wir auch gut aufgestellt. Und ich glaube, das kann jedes Unternehmen auch haben. Aber ich muss mich dann klar konturieren und abgrenzen vom Wettbewerb und nicht immer das Gleiche machen. So, Konklusion ist, dass alles ist in Veränderung. Und so hast es immer geworden und so wird es immer werden, ja? Nennen wir es Veränderung, oder? Ja, wir hatten es gestern intern, hatten wir es davon Entwicklung. Wir entwickeln uns weiter, auch wenn es durch Schwierigkeiten ist. Also, aber wenn wir uns verändern, ist es auch eine Weiterentwicklung, eine neue Erkenntnis, die wir gewinnen. Und wenn ich das positiv angehe, dann komme ich auch gestärkt daraus raus. So, es ist ein mentales Problem mehr als ein ökonomisches und Produktionsproblem oder beide auch, oder? Ist ja faktisch ökonomisches Problem momentan. Also klar, aber wie gehe ich damit um? Und dann sage ich, jetzt muss ich die Chancen auffassen oder aufgreifen, die da sind. Und dann, wenn ich aber meinen Markt schwinden sehe, dann gerade dann muss ich mir Gedanken machen, wo gehe ich denn hin und nicht, oh, was ist mein Problem, sondern ich muss erst mein Problem verstehen, dann kann ich meine Chancen daraus entwickeln. Wie schwer ist es, wenn man Herstellern und Partnern finden für Produktion? Ich meine, da gibt es so viele Hersteller und vielleicht ist auch ganz wichtig, dass man die richtigen Hersteller finden, weil diese Transformation, dass du hierüber gesprochen haben, das ist sehr wichtig, dass man die richtigen Partner finden. Ich denke, da braucht es einen vertrauensvollen Austausch. Und da muss man auch einen Vertrauensvorschuss geben. Und ich glaube, das war auch was ganz Wichtiges auch in dem Kennenlernen 2016, Friedhelm, haben wir die erste Linie, 2013 haben wir die erste Linie aufgebaut in Binzen. Und das haben wir natürlich auch einen Vertrauensvorschuss gegeben. Und das war natürlich am Anfang war es noch Diskussion, weil unsere Mitarbeiter haben die Maschine noch gar nicht verstanden, weil sie waren sowas Modernes gar nicht gewohnt, ja. Und dann war aber auch auf Gegenseitigkeit der Einsatz dann da von Horizon und aber wir haben halt auch, dann waren auch manchmal muss man geduldig sein. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man sieht, wie viele Maschinen wir mittlerweile haben von Horizon, hat sich ja die Geduld und das gegenseitige Vertrauen, das wir uns gegeben haben, dann doch gelohnt, ja. Du hast auch zu mir gesagt, dass es war, so Maschinen hatten sie nicht gedeckt, hierüber zu investieren mit den Horizon, weil es war ganz andere Maschine vorher. Ja, ist ja aus dem ersten Blickwinkel ist es ja nicht das solide, der deutsche Stahl oder aber wir haben natürlich gesehen, das passt zu uns. Die Agilität, die wir auch immer wieder gebracht haben. Wir mussten uns regelmäßig neu erfinden, neu definieren. Wir mussten auch unsere Mitarbeiter mitziehen. Deswegen haben wir auch darüber nachgedacht, dass wir eine eigene Akademie aufbauen, dass wir die eigenen Leute nach vorne bringen. Aber da brauchen wir natürlich die Partner, die dann auch bereit sind, dies zu unterstützen, so eine Akademie mit aufzubauen.
Und weil wir sagen, da können wir auch einen Benefit schaffen, wenn wir dann nach draußen gehen, wenn wir unsere Kunden mit einbeziehen, die haben auch Falzaggregate teils auf ihren Verpackungslinien, dann werden die Mitarbeiter können dann bei uns auch trainiert werden und werden auch trainiert. Und das ist ein großer Vorteil auch für die Kundenbindung, also in Kundenbindung, aber auch natürlich in der Zusammenarbeit mit den Partnern. Ja. Und da können wir uns natürlich nicht nur auf einen Partner verlassen, da müssen wir natürlich alle drin haben, weil wir natürlich das ganze Portfolio auch Ja, es ist abdecken von müssen. Druckmaschinen bis Falzmaschinen bis alle anderen Maschinen, das man Absolut, hat. Ne? ja. Und letzte Frage hier, wenn du ich weiß, das ist nicht eher einfach, hier über die Zukunft zu sprechen, aber ein Versuch von dir, wird es mehr Druckereien, weniger Druckereien, wird es mehr Geld verdienen? Wie siehst du die Zukunft von der Druckindustrie? Und auch in Relation zum Automatisierung. Ein großes Thema, aber deine Meinung? Es wird nicht mehr Druckereien geben. Ja. Es wird weniger, aber Großer? Mittlere und größere auch geben mit einer absoluten Daseinsberechtigung. Und da wird es richtig große Druckereien geben, aber auch die mittleren, die wirklich auch die Flexibilität mitbringen und sich schneller verändern können. Beide haben sie ihre Berechtigungen. Ja. Und die wird es geben, weil sie natürlich auch Geld verdienen. Weil ohne Geld, also es sind ja keine karikativen Unternehmen, sondern wir müssen ja auch Geld verdienen, damit sie Bestand haben. Ja. Und das ist die Grundvoraussetzung. Und mehr Automatisierung. Ist ein wesentlicher Teil. Also für mich gehört Automatisierung zum Alltag mittlerweile. Wir haben schon einige Cobots mittlerweile dastehen oder einiges, ein paar. Aber wir haben auch Automatisierungsprozesse. Das sind nicht nur immer alles am Cobot. Die machen natürlich Eindruck, weil sie visuell was machen. So eine Automatisierungslinie, das schaut aus wie normal, aber beides hat auch da seine Berechtigung und ich muss halt jedes Mal die Prozesse auch analysieren und überlegen, was passt denn jetzt am besten zu mir und wo ist die Effizienz einfach höher. Der Cobot ist flexibel, aber die Effizienz hat seine Grenzen und da sind es dann natürlich Automatisierungsprozesse dann eher. Und wenn ich das richtig vereine, dann habe ich natürlich den größtmöglichen Nutzen daraus gezogen. Fantastisch. Danke sehr, Tillmann. Morten, hat mich gefreut. Dankeschön. Gleichfalls.